Lebenshilfe. Chantal Frey hat am 1. Dezember ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Ich rede, mein Leben und Ausstieg aus satanisch-ritueller Gewalt». Ein Buch mit einem Vorwort von Dr. Marcel Polte, ein Jurist. Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Und begrüße Sie ganz herzlich. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab. Ich darf also im Gespräch sein mit der Autorin von dem Buch und wir werden auch einiges über ihr Leben erfahren, wo sie ganz tief in dieser Gewalt drin war, satanisch-ritueller Gewalt, ein Tabuthema, wo auch heute noch nicht viel darüber geredet wird. Sie hat angefangen zu reden. Wir haben auch schon einige Sendungen gehabt, mit auch ein Buch herausgegeben haben, «Das Schweigen brechen». Und das Schweigen, das aufgezwungene Schweigen, ist immer wieder Thema auch in diesen Kreis von satanisch-ritueller Gewalt. Ich freue mich sehr, Chantal Frey, dich begrüßen zu dürfen hier bei Radio Maria. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Corinne. Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich danke viel, dass du mich hier eingeladen hast. Du hast den Mut gehabt, um nicht nur an der Öffentlichkeit zu reden, sondern du hast auch ein Buch geschrieben. Kannst du ganz kurz etwas sagen über den Jurist Marcel Polte, der eben auch das Vorwort geschrieben hat? Ja, genau. Ich bin in Kontakt gekommen mit dem Herr Dr. Marcel Polte. Das ist ein deutscher Jurist und Autor. Auch er hat Bücher geschrieben über die dunkle neue Weltordnung, Teil 1 und 2. Und ich habe ein paar Monate und er hat mich auch unterstützt beim Rausgeben von meinem Buch mit Quellenangabe und einfach noch mit so Querverweis und auch aufzeigt, was eigentlich alles dazu passt, was auch dann meine Geschichte betrifft, wo er auch ein Zeugnis hat von anderen Betroffenen. Das wird also auch juristisch aufgeleistet. Dann ist ein weiteres Vorwort drin von einem Freund. Kannst du zu dem noch etwas kurz sagen? Ja, das ist auch ein Experte auf dem Bereich, also wenn man das überhaupt kann sagen, Experte. Das ist einfach auch jemand, der sich intensiv mit dem beschäftigt hat, der viele Recherchen gemacht hat und wo ich auch kennenlernen durfte und wo sich auch eine Freundschaft entwickelt hat. Leider darf die Person seinen Namen nicht nennen. Einfach auch aus Schutzgründen für ihn und für seine ganze Familie. In dem Buch redest du auch über Erfahrungen aus der organisierten rituellen Gewalt. Kannst du uns einfach mal kurz erzählen, was ist das, was sind das für Organisationen, was hast du erlebt, was ist da auch für eine Hierarchie dahinter? Ja, also der Name sagt ja eigentlich organisierte rituelle Gewalt. Organisiert, das muss man sich einfach mal vorstellen. Organisiert, das heisst, es hat eine Mafia-ähnliche Struktur. Also Mafia ist für uns alle ein Begriff und die satanisch-rituelle Gewalt ist auch eben organisiert, so ein bisschen ähnlich wie Mafia. Also kann man so ein bisschen vergleichen. Das heisst, dass Leute miteinander vernetzt sind, damit ein Opfer möglichst Opfer bleibt. Also das heisst, es sind Ärzte drin, es sind Psychiater drin, es sind Wissenschaftler drin, es sind Leute von der Polizei, von der Justiz, von der KESB, verschiedene Ämter und so weiter, wo miteinander dann zusammenarbeiten und wo quasi auch das Leben von einem Opfer auch ausserhalb, ich meine, damit meine ich das Alltagsleben, organisieren tun und so ein Umfeld schaffen tun, wo das Opfer dann eigentlich immer drin bleiben muss. Es ist auch sehr hierarchisch.
das ist richtig, aber es herrscht eine andere Hierarchie, als jetzt, wenn wir sie so ein bisschen kennen, zum Beispiel in einem Spital irgendwie der höchste Arzt und dann sind irgendwann dann noch das Reinigungspersonal, also wo sonst eigentlich Reinigung macht in einem Spital, dann eigentlich die höchste kann sein in diesen Kreisen. Also es herrscht da eine ganz andere Hierarchie und die Hierarchie ist bei denen ganz, ganz gross geschrieben. Ja, genau. Du sagst also, dass auch Leute, die eigentlich Vertrauenspersonen müssten sein, dass es kann vorkommen, dass auch sie in solche Organisationen verstrickt sind. Ja, das ist ein ganz, ganz grosses Problem. Das ist genau so, dass wenn man Opfer wird oder Opfer ist von dieser organisierten rituellen Gewalt, sind die Bezugspersonen die Personen, die einem trösten, also der Vater und die Mutter oder der Kinderarzt, der für einen schaut, oder ein Lehrer, wo ganz nahe bei einem sind dann eben gleichzeitig auch Täter. Und nicht alle, aber genug so, dass es, also bei mir ist das auf jeden Fall so gewesen, einfach genug so, dass ich jetzt niemals als Kind hätte können aus diesem System aussteigen. Also es hat jeder deckt von diesen Leuten, die ich eigentlich hätte können vertrauen. Und zudem ist es natürlich auch so, dass es sehr muss geschwiegen werden, also da werden auch Schweigerituale durchgeführt, so dass man ganz, ganz früh lernt als Kind, dass man darüber gar nicht redet. Also selbst wenn es irgendwie im Umfeld mal jemand hat, wo auch eine Vertrauensperson wäre und wo nicht dazugehört, redet man nicht darüber als Kind. Das macht man nicht. Das ist genau auch der Titel von deinem Buch «Ich rede», gross und mit Ausrufezeichen. Ja. Kannst du vielleicht einfach auch noch kurz etwas dazu sagen, wie du dann zum Reden gekommen bist? Wie bist du aus dem Schweigen rausgekommen? Ja, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Also, ich schreibe das auch in meinem Buch. Von dem Zeitpunkt an, wo ich gemerkt habe, irgendetwas kann mit mir nicht stimmen. Ich reagiere auch anders als andere, so in gewissen Situationen. Ich habe gemerkt, irgendetwas ist in mir, wo mich stört, oder ich habe immer eine ganz grosse Trauer eigentlich mit mir herumgeschleppt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt da mit dir darüber rede, Corinne, sind ungefähr 30 Jahre vergangen. Oder wo ich jetzt auch das Buch herausgegeben habe, wo ich das geschafft habe, über die Barriere vom Schweigen zu springen und jetzt eigentlich die Kraft in mir gefunden habe, wo ich auch ganz fest glaube, das ist auch die Kraft von Gott in mir inne, wo ich auch Ja sagen dazu und jetzt eigentlich mit Gottes Hilfe auch darüber kann reden. Genau, und ich habe das Buch, das Cover vom Buch, das ist violett, das habe ich bewusst so gewählt, weil ich bin nach der Farbe Violett programmiert worden. Ich beschreibe das auch in meinem Buch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für jemanden, der das noch nie gehört hat, aber ich bin und auch andere Betroffene so ein bisschen programmiert worden wie ein Computer. Und das eine Programm ist ein violettes Programm gewesen, und das ist das Programm vom Schweigen gewesen. Und ich habe bewusst jetzt diese Farbe gewählt für mein Buch und darauf als Titel «Ich rede», weil ich jetzt ab jetzt, wenn ich die Farbe violett sehe, nicht mehr der Trigger ist, dass ich schweige, sondern der Trigger ist, dass ich rede darüber. Wenn du jetzt sagst, dass du programmiert warst, dann ist das etwas ganz komplett, aber das ist wirklich eine Tatsache, die passiert, dass man sich selber, die eigene Identität verliert und andere Identitäten annimmt. Du hast von dem Netzwerk auch geredet, das gehört alles dort ein bisschen zusammen. Du hast aber irgendwann geahnt, dass es etwas anderes noch geben muss, obwohl du nichts anderes gekannt hast. Wie fest verbreitet ist denn das? Also du meinst, wie viele Opfer das hat? Das ist ganz eine schwierige Frage.
Das kann ich so nicht beantworten. Ich vermute natürlich viel, viel mehr, also, als dass man überhaupt irgendwie sich kann vorstellen kann. Wenn man ja nur schon Zahlen anschaut, wo wirklich auch rausgegeben worden sind von Opferhilfestellen, wenn man weiss, dass zum Beispiel jedes 5. Mädchen sexuell missbraucht worden ist oder Frau und irgendwie jeder 7. Bub, oder vielleicht sind jetzt die Zahlen mittlerweile schon höher als so zumal, als ich mich damit beschäftigt habe, dann zeigt das ja schon ein Ausmaß aus, also wo wir uns fast nicht vorstellen können. Und da reden wir nur von sexuellem Missbrauch, was ja auch ganz, ganz, ganz schlimm ist. Aber dann gibt es eben noch die andere, eben die organisierte rituelle Gewalt, wo wir jetzt auch davon reden. Und ich gehe davon aus, dass es ungefähr die gleichen Zahlen sind. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Das ist jetzt einfach mein Gefühl. Ja. Ja, weil viele überleben es ja gar nicht. Du bist eine, die das überlebt hat und die jetzt auch wirklich den Mut hat, um darüber zu reden. Oder viele müssen im Schweigen versinken und können gar nie darüber reden. Es kommt gar nie an den Tag. Also es bleibt ganz vieles auch verborgen. Ja. Was für Verbindungen gibt es denn von dieser Tag? Also es bleibt ganz vieles auch verborgen. Ja. Was für Verbindungen gibt es denn von dieser organisierten rituellen Gewalt auch jetzt mit Freimaurerei, mit Satanisten, mit Illuminati oder anderen Kultgruppen? Ja, also ich kann eigentlich nur darüber etwas sagen, was ich selber erlebt habe. Das schreibe ich auch in meinem Buch, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Bin ich in einer Sekte gross geworden, und zwar ist das im Welschen gewesen, also die Sekte nenne ich auch in meinem Buch. Und die haben sich auch als Illuminati bezeichnet, also das sind dann so die Erleuchteten gewesen, oder die Erleuchtung auch gesucht haben. Und ich habe dann auch die gleichen Leute wieder angetroffen in satanischen Ritualen, also wo Satans Anbetung wirklich auch praktiziert worden ist, wo auch Geister und Dämonen gerufen worden ist. Ob man jetzt das glaubt oder nicht, das sei dahingestellt. Die Leute glauben das und die tun das auch praktizieren. Und dann habe ich auch wieder die gleichen Leute, also nicht immer die gleichen, aber immer wieder Verbindungen, auch in den Freimaurerlogen angetroffen, in dieser Stadt, also in der Nähe, wo ich dort aufgewachsen bin, und habe auch dort Ritual erlebt, also auch mit Freimaurer. Also gehe nicht davon aus, dass da Verbindungen sind. Aber ich gehe auch davon aus, dass jetzt nicht jeder irgendwie alles mitmacht, sondern dass es vielleicht ein Teil da, ein Teil da, ein Teil da. Ich glaube auch nicht, dass jeder, der Freimaurer ist, weiss, was ein anderer Freimaurer macht, oder jeder Satanist weiss, was der andere Satanist macht. Also dass da auch ganz anderer Satanist macht, also dass da auch ganz untereinander auch, das würde ich sagen, zwar eine Verbundenheit, aber trotzdem auch Schweigen da ist. Das Schweigen wird also auch dort praktiziert und darum schützen sich ja die Systeme selber schützen. Und wie ist das dann möglich, dass in so einem grossen Stil unbemerkt und unauffällig weiter kann das Unheil getrieben werden? Ich glaube, da haben wir eigentlich von den Medien her ein ganz gutes Beispiel. Und das ist der Fall Epstein, wo ja die meisten kennen. Wo ja die prominente Persönlichkeiten ja immer zu dem Epstein ja auch eingeladen worden sind. Er hat ja selber eine Insel gekauft und hat dort auch Prominente und auch Kinder einfliegen lassen. Und da weiss man die ganze grosse Missbrauchsgeschichte. Und ich glaube, dass das eine Elite, die das ganze System schützen. Es sind Politiker, es sind Polizei und Leute von der Justiz dabei. Und wenn die eben so vernetzt sind, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, kann so ein System, das im Untergrund stattfindet, eben geschützt werden. Aber wenn das so auch prominente Leute sind, müsste man ja auch die kennen. Ist das so? Kennt man die in diesen Kreisen? Man kennt die. Man kennt die, ja.
Ja, ich habe aus juristischen Gründen, das hat mir eben der Herr Dr. Marcel Polter auch so empfohlen, als Jurist, habe ich keinen Namen genannt, einfach, dass mein Buch auch wirklich auch rausgegeben werden, weil sonst wäre das angreifbar gewesen, das wäre in wenigen Tagen wahrscheinlich oder Wochen nicht mehr, hätte ich das nicht mehr dürfen verkaufen. Ich umschreibe es ein bisschen, aber es sind mittlerweile ganz viele Leute, die auch die Namen kennen, also es ist bekannt. Ich habe es bekannt gemacht, ja. Du hast gerade auch von dem Buch nochmal gesagt, das ist in der Zwischenzeit ja schon ein Bestseller geworden in gewissen Bereichen. Kannst du etwas darüber sagen, auch was jetzt gerade so in den Medien noch war? Ja, also es ist vor Weihnachten hier in der Schweiz ja vom SRF auch etwas ausgestrahlt worden, dass satanische rituelle Gewalt als Verschwörungstheorie in der Schweiz umkursieren tut. Ich nenne jetzt das nicht Zufall, sondern ich nenne das von Gott geführt, dass gerade eigentlich 2 Wochen bevor das ausgestrahlt worden ist, habe ich mein Buch herausgegeben und wir haben auch schon das vorbereitet mit Videos und dass das bekannt gemacht wird. Ja, also es ist definitiv keine Verschwörungstheorie und und dass das bekannt gemacht wird. Ja, also es ist definitiv keine Verschwörungstheorie und ich konnte das im Amazon rausgeben, das Buch. Habe ich auch extra so gewählt, weil dann habe ich auch die Freiheit gehabt, das zu schreiben, was mir auf dem Herz war. Und das ist jetzt gerade ziemlich aktuell geworden, das Buch. Das ist so, ja. Danke vielmals, Chantal Frey. Wir haben hier mal bei einem Musikstück die ersten Informationen von dir. Ich rede, mein Leben und Ausstieg aus satanisch-ritueller Gewalt, das Buch, das Chantal Frey geschrieben hat. Wir haben im ersten Teil einige Informationen bekommen, was denn das ist, die organisierte rituelle Gewalt. Wir haben auch gehört, dass es da um Programmierungen geht, dass Kinder programmiert werden, sie werden konditioniert, sie werden gefügig gemacht und sie werden zum Schweigen gezwungen. Chantal, kannst du uns mal ein bisschen aufzeigen, wie das dann passiert? Ich kann 2 Sachen dazu sagen. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz komplex. Aber es ist so, dass meistens oder oft schon eigentlich manchmal sogar während der Schwangerschaft von der Mutter eigentlich schon angefangen wird damit, dass die Mutter gequält wird zum Beispiel und das erzeugt dann auch Traumas bei den ungeborenen Babys. Also Kinder werden konditioniert in dem, dass ihnen extra Traumas in Form von Folter zugefügt werden. Das löst dann eigentlich das aus, dass dann Abspaltungen passieren. Also wenn ein Trauma auf so ein Baby zukommt, dann kann das ja irgendwo überhaupt nicht einordnen. Das ist noch viel zu klein, um das irgendwie denken, ja, was ist jetzt das und wo kann ich jetzt das eigentlich in meinem Gedächtnis oder in meinem Hirn einordnen und dann nachher spaltet es das einfach ab. Und wenn das immer und immer wieder gemacht wird, und das ist ja Konditionierung, es ist nicht einfach ein einmaliges Ereignis, und wenn das immer und immer wieder gemacht wird, und das ist ja Konditionierung, es ist nicht einfach ein einmaliges Ereignis, irgendein Missbrauch oder so, sondern es wird gezielt herbeigeführt. Und wenn das immer und immer wieder passiert, dann ist es nicht nur ein Ereignis, das das Kind abspalten tut, sondern es entstehen dann ganz verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und das nennt man dann dissoziative Identitätsstörung, also das kennt man, oder hat man früher noch kennt als multiple Persönlichkeitsstörung. Und das wird mit diesen Kindern gemacht, dass sie extra das entwickeln. Und das ist eine Folge von ganz, ganz schweren Traumas, die immer und immer wieder passieren. So werden die Kinder eigentlich konditioniert, so werden sie eigentlich dazu gebracht, dass sie folgen, dass sie gefügig sind. Es wird auch Mittel wie Drogen zum Beispiel
wie Drogen zum Beispiel eingesetzt, um auch ein Kind gefügig zu machen für das, was dann eigentlich die Täter ja wollen. Es ist natürlich ganz mit schwerer auch sexueller Gewalt verbunden. Eigentlich immer schon von Kleinbaby an, also wo schon ganz kleine Mädchen eigentlich dann, dazu trainiert werden, dass dann ja eigentlich schon bald können vergewaltigt werden, dass es keine Spuren gibt. Es werden auch Schweigerituale durchgeführt, zum Beispiel, wenn sie ein bisschen älter sind, die Kinder, dass man dann ein Kind fragt, was hast du jetzt so gesehen? Und das Kind normalerweise folgt und antwortet und sagt dann, ja, ich habe jetzt gerade gesehen, wie der geschlagen worden ist. Und das Kind wird dann eben gestraft, auch wenn es dann eben antwortet, wenn ich habe nichts gesehen, dann nachher hören dann auch die Schläge oder die Folter auf. So kann das Kind, so wird es trainiert. Das sind also richtige Folterungen und nicht alle Kinder überleben das auch. Das ist so, ja. Du hast vieles überlebt und das hat dann auch Folgen gehabt, weil wenn einmal ein Kind das überlebt, dann wird noch mehr gemacht mit so einem Kind. Was ist denn bei dir noch passiert? Ja, es ist tatsächlich so, also dass quasi die überleben, das sind dann die Starken und das sind dann auch die, die es versuchen dann so weit wie möglich eigentlich in die Hierarchie aufzukatapultieren, sage ich mal so. Und ich habe in diesen Augen von diesen Tätern bin ich das immer wieder überlebt. Ich kann auch sehr gut dissoziieren. Das ist ein Überlebensmechanismus, wo ich sage ganz klar, das ist für mich ist das ein Geschenk von Gott. Sonst hätte ich das nie überlebt. Andere Überlebende auch nicht. Aber das wird von diesen Tätern missbraucht. Ja, genau. Und bei mir hat das auch schon ganz, ganz früh angefangen. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Und ich beschreibe Szenen, also wo ich kein Blatt vors Maul nehme. Ich habe kein Horrorbuch geschrieben, aber ich beschreibe doch sehr stark, was da in diesen Kreisen passiert. Also das Buch ist, muss jeder auf seine eigene Verantwortung lesen. Ja. Du hast es überlebt und du hast aber neben dem, was du erlebt hast, auch noch nebenbei noch ein normales Leben gelebt hast, auch noch nebenbei noch ein normales Leben geführt. Wie ist denn das überhaupt möglich und wie geht das, dass niemand etwas merkt? Ja, das ist wirklich auf die dissoziative Identitätsstörung zurückzuführen. Also man entwickelt sogenannte eine Alltagspersönlichkeit. Es ist eigentlich, wir Überlebende reden gerne von einem Tagleben und von einem Nachtleben. Also das Tagleben bin ich in die Schule gegangen, habe dann eigentlich später geheiratet, Ausbildung gemacht, bin arbeiten. Einfach so, ja, das, was man so macht im Leben. Und dann war aber noch das Parallelleben gewesen, also das Nachtleben. Und dort habe ich dann die Sachen erlebt, die ich aber dann total abgespalten habe und gar nicht mehr gewusst habe. Also das ist ja dann auch sehr oft in der Mind, ich stehe ganz normal auf und ich gehe in die Schule oder ich gehe arbeiten. Und ich habe gemeint, dass das mein Leben ist. Und habe das auch so gelebt und habe das andere, weil es eben so schlimm war, total verdrängt. Komplett. Und so ist das eigentlich möglich, dann von außen her gesehen. Ich habe natürlich auch mit diesen Leuten mein Alltagsleben ja auch geführt. Also ich habe natürlich dann, wenn ich arbeite, habe ich dann meinen Arbeitskollegen ja nichts davon erzählt, was jetzt vielleicht ich letzte Nacht erlebt habe, weil ich es ja nicht mehr gewusst habe. So kann das aufrechterhalten werden. Kann man noch etwas dazu sagen, wer denn
im Normalfall, oder im Normalfall gibt es da natürlich nicht, aber wer sind denn die Opfer und wer sind die Täter? Wo kommen die her? Sind Opfer und Täter immer einfach in einem Familienverband oder in einem Lebensverband oder in einem Familienverband oder in einem Lebensverband oder wird das auch irgendwie zusammengewürfelt? Es ist tatsächlich so, dass beobachtet wird, dass es oft in Familienverband stattfindet tut. Also sogenannte satanische Familien, wo dann das immer wieder weitergeführt wird. Also von den Großeltern zu den Eltern, zu den Kindern, zu den Enkelkindern und so weiter. Und dass die da ich sage mal, eine satanische Agenda damit eigentlich auch nachgehen. Es sind Leute aus allen Sozialschichten, also von der Elite bis eigentlich, also ganz normale Leute, so wie du und ich, oder? Es sind auch oft dann zum Beispiel, also ihnen ist sehr wichtig, dass man eine satanische Blutlinie eigentlich aufrechterhalten tut. Also wenn die Großmutter angesehene Satanistin war, dann ist es natürlich gut, wenn natürlich dann die Enkeltochter auch eine angesehene Satanistin wird. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Dann sind aber auch Kinder, also ich habe jetzt auch Kinder von anderen Ländern angetroffen, also Strassenkinder von Brasilien zum Beispiel, wo gar niemand vermisst. Die werden dann entführt und die sind dann, also wenn niemand eine Anzeige macht, dann fällt das an niemandem auf, es wird nicht vermisst, es wird nicht nach diesen Kindern gesucht. Und es hat auch Kinder, die in diesen Kreisen auf die Welt gebracht werden, die dann nicht registriert werden. Das ist auch mir passiert, dass ich in diesen Kreisen out worden sind, sondern die dann eigentlich nur zum Zweck gebraucht werden für solche Sachen. Also wenn ich sage solche Sachen, ist ja, die Kinder werden ja trainiert, erstens als Sexsklaven zu sein. Sie werden dann aber auch trainiert, damit eben zum Beispiel Drogen kann geschmuggelt werden, Waffenschmuggel, Menschenhandel, Kinderpornografie, bis hin, das möchte ich jetzt hier erwähnen, es ist zwar ganz, ganz schlimm, aber bis hin wirklich auch zu Opferungen von Kindern und Erwachsenen zu Ehren von ihrem Gott, von Satan. Und für das werden auch die Kinder dann gebraucht. Und das sind für die nur Nummern, also es sind keine Lebewesen. Ja, es sind, die Kinder werden dann auch ganz, ganz schnell zu Tätern gemacht. Das ist ihnen auch sehr wichtig, weil wer verdächtigt schon irgendein 7-jähriges Mädchen, dass es Waffen schmuggeln tut zum Beispiel. Das machen nicht die höheren Bosse, sondern das machen dann Kinder. Es sind aber auch eben Kinder, also Opfer, Täter eigentlich. Und dann sind aber auch Täter dabei, wo ich eigentlich Leute bezeichne, die wirklich auch ein Täterherz haben, die das wirklich auch machen wollen. Und die sind dann alle miteinander vernetzt. Also Kinder werden schon sehr früh zu Tätern gemacht, also Opfer, ja. Täter, das ist das Ziel, dass die Kinder früh Täter werden. Wie können denn solche Kinder überhaupt innerlich und äußerlich aus dem Kultleben aussteigen? Ja, da kann ich auch von mir eigentlich berichten. Ich habe vorhin gesagt, dass das wegen der dissoziativen Identitätsstörung. Das heisst, dass nicht nur Ereignisse abgespalten sind, sondern tatsächlich auch Persönlichkeitsanteile, die abgespalten sind. Und dass man ja wie eben so verschiedene Ich-Zustände hat, die im Körper leben. Und ein Ausstieg ist damit verbunden, dass man Zugang bekommt zu diesen verschiedenen Ich-Zuständen. Und wenn man
komplett aussteigen, muss man sich ja zuerst mal das bewusst werden. Und das ist ja eigentlich die allergrößte Arbeit. Weil das ist man sich ja ganz lange nicht. Oder man merkt einfach, etwas stimmt irgendwie nicht. Aber man ist sich eben vielleicht nicht bewusst. Also ich bin mir das lange nicht bewusst gewesen, dass ich die verstanden. Und damit der komplette Ausstieg dann wirklich auch stattfinden kann, finde ich es persönlich unerlässlich eigentlich, dass man lernt, den Kontakt zu bekommen zu diesen verschiedenen Anteilen. Also, dass ich weiss, es gibt noch einen Anteil, der in der Nacht irgendwie weggeht und irgendwie etwas Schlimmes erlebt oder etwas Schlimmes auch muss machen oder gezwungen wird, zum schlimme Sachen zu machen, damit ich Kontrolle bekomme über all meine Ich-Zustände. Und da muss ich in Kontakt kommen mit all diesen verschiedenen Anteilen. Und so kann dann das natürlich auch Integration passieren. Jetzt soll ich ein Beispiel nennen, das ich auch in meinem Buch nenne. Ich habe dann, wo ich mich entschieden habe, auch dass Integration passieren. Jetzt soll ich ein Beispiel nennen, das ich auch in meinem Buch nenne. Ich habe dann, wo ich mich entschieden habe, auch, dass ich wirklich den inneren Ausstieg mache, da reden wir vom inneren Ausstieg machen, dann habe ich plötzlich gemerkt, wenn ich ganz, ganz fest traurig geworden bin. Und ich habe zuerst gar nicht gewusst, was das ist. Und dann habe ich gemerkt, dass da ein innerer Ich-Zustand 13 ist und wo 13 geblieben ist, weil mit 13 habe ich dort massive Gewalt erlebt und mit 13 bin ich dann dazu gezwungen worden, eigentlich auch Ja zu sagen zur Prostitution. Und der Ich-Zustand, oder das 13-jährige Mädchen in mir, kann man auch so sagen, das hat eigentlich nur Prostitution gekannt und sonst gar nichts. Das hat sich nur mit dem identifiziert. Und wenn ich sage, ich steige aus, eigentlich, dann nachher in mir denkt, ja, jetzt ist mein Leben fertig und hat gedacht, jetzt muss ich sterben, weil sie hat ja gar nichts anderes kennt als Prostitution. Und so habe ich mit mir selber geredet und dem 13-jährigen Mädchen mir gesagt, hey, hör mal, du bist im Fall nicht mehr 13, du bist im Fall eine erwachsene Frau, du musst nicht mehr dich prostituieren, du bist angelogen worden, das ist vorbei. So eigentlich mit mir selber geredet und mich selber überzeugt. Und bis die 13-Jährige in mir das hat können verstehen und so hat dann auch eine Integration passieren. Und das ist eine lange Arbeit unter Umständen. Das wäre der innere Ausstieg. Und dann natürlich der äußere Ausstieg, das ist jetzt für mich damit verbunden gewesen, dass ich auch wegziehe von meinem dort, wo ich war und das ganze Umfeld verloren habe, auch familiär und auch meinen Job verloren habe, damit ich einfach möglichst keine Verbindungen mehr haben zu dem Täternetz. Aber da hast du auch Hilfe gebraucht oder hast du das mit dem 13-jährigen Mädchen in dir Kontakt aufgenommen hast? Bei mir war der Weg so gewesen, das ist auch unterschiedlich, wenn ich mit Betroffenen rede. Bei mir war der Weg so gewesen, dass ich zuerst ganz, ganz viele Erinnerungen hochgekommen sind und dass ich das alles aufgeschrieben habe. Ich bin dann auch vielen Sachen angegangen und habe Beweise gesucht dafür. Und dass ich dann das zuerst einmal mit guten Freunden besprochen habe. Und dann habe ich mir auch Fachleute geholt, ja, um auch lernen, das Ganze zu verarbeiten. Und dort, wo du hast angefangen darüber zu reden, jetzt bei Freunden, hat man dir geglaubt? Die Freunde, die ich mit ihnen darüber geredet habe, haben mir das geglaubt, ja. Aber ich habe sehr viele Leute, mit denen, wo ich vorhin in Kontakt war, eigentlich durch das verloren. Das ist so. Danke vielmals, Chantal. Wir hören auch da nochmal ein Musikstück hören und das alles ein bisschen setzen lassen.
Ja, wir kommen zu einem weiteren Teil im Gespräch mit der Chantal Frey über ihr Buch «Ich rede». Am 1. Dezember ist das rausgekommen und sie schreibt über ihr Leben und den Ausstieg aus satanisch-ritueller Gewalt. Wir haben jetzt auch von den Kindern noch gerade geredet. Chantal, wie können denn so viele Kinder auch unbemerkt verschwinden? Wie geht das und wohin kommen die? Wo sind die? Ja, also das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt. Das ist vielleicht das, wo man sich vorstellt. Das ist auch übrigens ein Argument von diesen Leuten, die das als Verschwörungstheorie anschauen oder wo es nicht glauben können. Dass man meint, ja, das werden viele Kinder entführt und werden viele Kinder entführt und werden vergewaltigt und umgebracht und so. Wenn das so wäre, müssen wir doch in den Medien mehr davon hören. Es gibt tatsächlich Kinder, die entführt werden und wo auch eine Anzeige stattfindet und wo auch gesucht wird von der Polizei. Aber meine Erfahrung ist, dass das die wirklich wenigsten sind. Es gibt auch Kinder, wie ich schon vorhin erwähnt habe, auch eben Strassenkinder. Also ich habe von Brasilien Strassenkinder gesehen, ich habe auch Kinder gesehen vom asiatischen Raum. Ich weiss nicht ganz genau, von wo das die gekommen sind. Und ich gehe davon aus, dass wenn dort keine Vermisstenanzeige gemacht worden ist für Strassenkinder, dass dann die auch nicht gesucht werden und dass ja dann die einfach verschwinden können und niemand merkt das, also nicht viel. Aber was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass die meisten Kinder verschwinden nicht, weil die meisten Kinder, die leben unter uns. Die Kinder, die das jetzt am Erleben sind, ist vielleicht dein Nachbarskind, die Schule geht. Der Kollege, der mit meinem Sohn in die Schule geht. Es ist vielleicht irgendwie das Mädchen, das jeden Sonntagmorgen in Sonntagsgottesdienst kommt. Oder einfach, es sind Kinder, die ihr Alltagsleben leben, in die Kinski gehen, in die Schule gehen und wo man nicht denken würde, dass eigentlich da dahinter so etwas steckt. Und das sind die allermeisten Kinder. Aber sind die dann nicht irgendwie auffällig? Würde man jetzt gar nichts merken bei so einem Kind, dass das noch etwas anderes erlebt, als das, was man jetzt gerade sieht? Also etwas, wo diesen Leuten, wo diesen Tätern ganz, ganz wichtig ist, dass man gegen aussen ein normales Leben führt. Also das erwartet sie von diesen Kindern. Das haben sie von mir auch erwartet. Ich musste gut sein in der Schule. Es hat gar nichts anderes gegeben, sonst bin ich gestraft worden. Das habe ich gewusst. Ich musste meine Leistungen bringen, egal ob ich in der Nacht geschlafen habe oder nicht, oder wie auch immer. Also das ist etwas. Das heisst, viele von diesen Kindern, nicht alle, sind zuerst einmal gar nicht unbedingt auffällig. Das erwartet man vielleicht, dass dann die irgendwie total verletzt in die Schule kommen oder sich nicht konzentrieren und so. Aber das kann sein, tatsächlich, aber das muss eben nicht unbedingt sein. Und das sind dann die Kinder, die eben zwischen die Stühle und die Bänke fallen, weil das fällt nicht auf. Es gibt schon Anzeichen. Ich habe in meinem Buch einige gesammelt, die ich selber erlebt habe oder die ich auch in meinem Umfeld dann gesehen habe. Ein paar wenige irgendwie zu nennen, ist vielleicht, dass ein Kind oder auch ein Erwachsener zu nennen, ist vielleicht, dass ein Kind oder auch ein Erwachsener vergesslich ist. Vielleicht ein bisschen mehr als ein anderes, oder Albträume hat oder Depressionen hat. Das war bei mir der Fall. Ich hatte dann jahrelang eine ganz schwere Depression gehabt, aber ich habe nicht gewusst, warum. Dass man vielleicht auch Essstörungen entwickelt, Sprachstörungen. Man hat vielleicht einmal blaue Flecken irgendwo und man weiss nicht wo, aber also, das war bei mir auch der Fall. Ich habe einfach immer gedacht, ja gut, ich bin einfach eine Person, wo schnell blaue Flecken hat. Ich habe 0 Erinnerung gehabt, wo ich mich angeschlagen habe oder so, aber ich habe das einfach irgendwie ignoriert. Es hat schon solche Anzeichen oder dass die Knie aufgeschürft sind oder solche Sachen, aber wenn man so etwas dahinter nicht vermutet, dann ist es ganz, ganz schwierig, darauf mit aufgeschürften Knien in die Schule kommt, dass dann da gerade satanische rituelle Gewalt dahinter steckt.
Also wenn man so etwas vermutet, dann sind schon so ein bisschen mehrere Sachen, die zusammenkommen. Aber eben, es muss nicht unbedingt ganz, ganz krass auffallend sein. Wenn jetzt mal ein Lehrer würde etwas spannen, er würde jetzt vielleicht sehen, da kann etwas nicht stimmen. Wie kann er vorgehen? Kann er dann nicht zu den Eltern gehen und sagen, da stimmt etwas nicht mit dem Kind? Oder wie macht man das? Ja, da sprichst du von mir aus gesehen einen der wichtigsten Punkte an. Ja, nicht zu den Eltern gehen. Als erste Kontaktperson. Ja, nicht. Wirklich. Weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, in den allermeisten Fällen ist das im familiären Umfeld oder im näheren Umfeld, wo das passiert. Das stimmt nicht. Dann ist meine Empfehlung zuerst einmal versuchen, ein Vertrauensverhältnis mit dem Kind aufzubauen. Damit das Kind merkt, aha, es gibt nebst den Sachen, die ich erlebe, die schlimmen Sachen, gibt es noch etwas anderes. Und das Kind ja nicht zwingen dazu, irgendetwas zu erzählen, weil man darf nichts sagen, man muss schweigen. Und alles, was man sagt, wird man dafür bestraft. Also wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin meint, jetzt helfe ich dem Kind und ich gehe jetzt also mal irgendwie weiter sagen oder ich versuche jetzt ein bisschen Informationen aus dem Kind überzukommen, dann kann er unter Umständen dem Kind mehr schaden, als dass es eigentlich hilft. Da muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und sich auch überlegen, wer das man dazu beizieht zum Helfen. Also ein Netzwerk von Leuten, die aufstehen und helfen, ist ganz wichtig, aber das braucht Zeit, also meiner Meinung nach das aufzubauen, dass man schaut, welche Leute sind wirklich da, wo man vertrauen kann und die wirklich helfen können. Sagen wir Ärzte oder von der Opferhilfestelle oder Psychologen oder so. Also, ja. Ja, weil ja sobald ein Kind redet, wird es ja dann wieder noch mehr gestraft, noch mehr gefoltert. Ja. Du hast dann selber den Entscheid gefällt zum Aussteigen, innerlich und äußerlich. Ja. Du hast aber auch noch von dem Überlebensmechanismus geredet, wo wir dissoziative Identitätsstörung nennen, wo du mit deinen verschiedenen Anteilen ins Gespräch gekommen bist. Was sind denn eigentlich auch Folgen von so einer Störung? Ich habe es vorhin ein bisschen erwähnt. Ich habe es selber nur eigentlich in dem Sinn gemerkt, dass ich einfach sehr viel so eine Unruhe in mir hatte. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, es ist, als würden mehrere Personen in einem Körper leben. Also ich habe das als sehr, sehr stressig empfunden. Das ist wie irgendwie 20 Personen immer gleichzeitig miteinander reden. Als würde man irgendwie in einem Biergarten sitzen und alle reden und lachen miteinander oder wie auch immer. Und das immer ständig 24 Stunden auf 24 Stunden. Und das ist ein ganz hoher Stresspegel für mich. Und erstens habe ich nicht gewusst, dass das nicht normal ist und zweitens habe ich das ja gar nicht wahrgenommen, was da los ist. Also ich habe mich auch nicht jahrelang gar nicht gefragt oder nicht gemerkt, ich sollte eigentlich da mal etwas ändern oder dem mal nachgehen. Das ist so etwas. Und wenn ich eben vorhin erwähnt habe, dass ich habe dann schon plötzlich manchmal gemerkt, okay, jetzt habe ich das vergessen. Wie kann das sein, dass ich überhaupt so etwas vergesse? Oder dass ich mal habe ich besser gesehen und mal habe ich weniger gut gesehen in der gleichen Situation und ich kann mir das also überhaupt nicht irgendwie erklären. Und das erkläre ich mir heute tatsächlich auch mit dem, dass dann da verschiedene Ich-Zustände dann eigentlich das Schauen übernommen haben. Oder dann habe ich mal ein Medikament vertreibt und dann habe ich es mal nicht vertreibt. Also mal gut gegangen und nachher, wenn ich es wieder genommen habe, ein paar Wochen später hatte ich Allergie gehabt. Also einfach so komische Sachen, die dann so ein bisschen im Alltag dann eigentlich auffallen tun. Und eben das mit den blauen Flecken oder mal eine kleine Verletzung, wo ich nicht gewusst habe, von was es ist. Und wo ich jetzt zurückführe, dass das natürlich nicht gewusst habe, von was es ist. Und wo ich jetzt zurückführe, dass das natürlich
zum Beispiel in einer Nacht passiert ist und ich dann nichts mehr gewusst habe davon. Ja. Aber wo du dann dich entschieden hast für den auch äußerlichen Ausstieg, hat das Konsequenzen gehabt? Hat man auch probiert, dich noch zu bestrafen, oder ist das relativ einfach so unbemerkt gegangen? Nein, es war also eine heftige Zeit gewesen. Ja, es war wirklich heftig gewesen. Ich bin verfolgt worden, ich bin verwarnt worden, ich bin bedroht worden, also bis hin auch mit Mord bedroht worden. Ich bin dann ein paar Mal abgetaucht und dann trotzdem wieder gefunden worden und auch bestraft worden, auch körperlich. Es ist also wirklich ganz, ganz eine heftige Zeit gewesen, muss ich sagen. Aber ich bin entschlossen gewesen, das zu machen, und ich mit dir in dem Studio und ich lebe, weil ich einfach weiss, dass Gott, mein Vater im Himmel, bis und mit heute einfach mein Leben beschützt hat. Und dass er für mich die Aufgabe hat, dass ich einfach auch jetzt darüber reden und dass ich eine Stimme sein für ganz, ganz viele Betroffene. Und das möchte ich weiterhin tun. Ja. Das ist ja wirklich sehr erstaunlich, wie du jetzt da stehst und darüber redest. Etwas, was mich noch interessieren würde: warum gibt es denn keine effektive Strafverfolgung von dieser kriminellen, organisierten, rituellen Gewalt und von diesen ganzen Systemen? Ja, also das eine, meiner Meinung nach, ist natürlich, dass es organisierte rituelle Gewalt, also der Begriff, also eben das Organisierte als solches, nicht auf einen Polizeiposten gehen und eine Anzeige machen gegen eine Gruppierung von Menschen, die miteinander organisiert sind und die quasi gegen mich, und ich Opfer bin. Das geht nicht. Vor ein paar Jahren habe ich eine Anzeige erstattet. Aber ich kann nur Anzeigen erstatten, zum Beispiel wegen Körperverletzung oder wegen Vergewaltigung oder irgendwie Verfolgung oder so. Also das Einzelne kann man eigentlich zur Anzeige bringen, aber es wird ja dann auch nur das verfolgt. Und das ist etwas ganz, ganz Schwieriges, weil das kann ein Opfer unter anderem, also nicht nur unter anderem, sondern das ist so, wirklich auch in eine grosse Gefahr bringen. Also wenn ich jemanden anzeige, der mich vergewaltigt hat, oder wenn ich jemanden anzeige, der mich jetzt gerade verfolgt, muss die Polizei dem nachgehen. Aber dann, wenn ich von einer anderen Seite her, ja dann wieder eine Strafe oder mein näheres Umfeld oder so. Und darum muss das ganz, ganz, ganz sorgfältig durchdacht werden. Und das ist natürlich auch ein Schutz. Das ist das eine. Das andere ist, meiner Meinung nach, dass auch Polizei und Institutionen und so weiter psychologisch viel zu wenig geschult sind. Die wissen nicht, oder viele wissen nicht, dass dissoziative Identitätsstörung als Folge ist von so schweren Trauma. Und wenn eine Person mit einer dissoziativen Identitätsstörung redet, dann nicht alle, aber ganz, ganz viele sind nicht in der Lage, kohärent zu reden. Weil eben das, was ich vorhin erklärt habe, dann geht man und dann sind wie, als wären 20 verschiedene Leute, die gleichzeitig reden über eine Sache. Und das ist Wirrwarr, dann oft. Und da wird man dann eigentlich irgendwie und in der Ecke und fertig und zum Psychiater vielleicht geschickt. Und das ist einfach mangels Wissen, mangels psychologisches Wissen. Ja. Aber die Frage stellt sich auch, warum greift Gott nicht ein bei solchem himmelschreiendem Leid und bei solcher Ungerechtigkeit? Hast du manchmal auch dich gefragt, gibt es denn überhaupt einen Gott? Oh ja, das habe ich mich gefragt. Und das war ganz, ganz ein tiefer Schrei gewesen. Ich würde sagen, über mehrere Jahre immer wieder. Aber auch, weil ich auch mit einem ganz falschen Gottesbild aufgewachsen bin. Also so der Gott, der straft. Also man muss dann einem Fall folgen und wenn man dann nicht folgt, dann ist es ein Gott, der straft. Ich habe das Ganze mit dem Glauben total abgeleitet und gefunden, okay, also wenn, dann will ich
gefunden, okay, also wenn, dann will ich das eigentlich neu entdecken. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe wirklich den Glauben an Gott neu entdeckt, für mich neu entdeckt und dann wirklich auch gemerkt, dorthin gekommen und dass ich heute darf sagen, doch, ich habe erfahren, dass Gott Liebe ist. Ich habe für mich mehrere Antworten gefunden, aber eine davon würde ich auch gerne mit dir teilen oder auch mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich weiss, es kann vielleicht manchmal als eine billige Antwort tönen, als eine fromme Antwort und dennoch ist es einfach die Wahrheit. Und zwar, Gott ist Liebe. Und die Liebe kann es nicht geben ohne die Freiheit. Und ich glaube, dass Gott uns Menschen die Freiheit, die Wahl lässt, weil er uns die Freiheit, die Wahl lässt, weil er uns eben liebt. Und dann hat aber jeder Mensch auch die Freiheit, auch Böses zu tun. Das hat jeder Mensch. Das haben auch die Täter, haben die Freiheit. Und weil auch Täter als Menschen von Gott geliebt sind, lässt er ihnen die Freiheit. Und das ist hart. Es ist wirklich hart. Aber es ist für mich so, dass ich eigentlich Gott, Vater, als einen liebenden Gott entdeckt habe. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott Täter, den Menschen liebt, Taten nicht. Und ich glaube auch, dass das eben auch ein Licht kommt. Auch gerade das Gespräch, das wir jetzt werden führen. Das steht in der Bibel, dass die Taten, dass die Sachen von der Finsternis das Licht kommen. Und da tragen wir zwei jetzt auch dazu. Und das ist der Vater, die Liebe, die ich entdeckt habe. Ja. Ihnen vergeben hättest, ist das so? Wenn man mich danach fragt, dann habe ich ein klares Ja. Dazu. Ich habe wirklich gemerkt, dass da in der Vergebung ein Schlüssel ist, auch für meine Heilung. Dass ich habe das gesehen wie eine Nabelschnur, die mich vom Täter eigentlich verbunden war. Durch die Sachen, die passiert sind. Und in dem, dass ich mich entschieden habe zu vergeben, habe ich wie eine Schere genommen und habe die Nabelschnur durchtrennt. Und so bin ich frei geworden, aber auch der Täter, auch ihm schenkt es eine Möglichkeit, sich wieder neu zu entscheiden. Und ich bin nicht an den gebunden, auch nicht durch Groll oder durch Hass oder durch irgendetwas, wo mir nur noch mehr schaden. Und das sehe ich auch als Prinzip von der Liebe, wo auch in ein Stück inneren Frieden gefunden. Ich habe ein Stück inneren Frieden gefunden. Das habe ich, weil ich alles, was mich beschäftigt, dass ich Opfer gewesen bin, aber auch, dass ich auch schlimme Sachen haben machen, dass ich auch dazu gezwungen worden bin, in dem, dass ich einfach alles mit meinem Gott besprechen konnte. Und dass ich gemerkt habe, dass er mich nicht eine Sekunde für das, was passiert ist, irgendwie verurteilt hat, nicht eine Sekunde. Ich habe das wirklich ganz, ganz fest erfahren, als hätte er mich persönlich in seine Arme genommen, was ich denke, das ist irgendwie ja auch passiert. Ja. Heisst nicht, dass das Ganze ungeschehen macht. Also, ich spüre immer wieder mal auch den Schmerz darüber, also, oder auch gewisse Sachen, auch, ich spüre immer wieder mal auch den Schmerz darüber, also, oder auch gewisse Sachen, auch, wo ich denke oder wo ich fühle oder meine Verhaltensweise, wo ich weiss, okay, das hat noch mit dem zu tun. Also es hat mein Leben definitiv massiv geprägt. Das ist so. Aber ich habe den innerlichen Frieden, den übernatürlichen Frieden, habe ich in meinem Herz, ja.
Ich stieg aus satanischer ritueller Gewalt, schreibt Chantal Frey, ist heute bei uns im Studio zu Gast gewesen. Und wir haben schon gehört, das Buch ist in kurzer Zeit, es ist am 1. Dezember rausgekommen und ist in kurzer Zeit ein Bestseller geworden bei Amazon. Chantal, für wer ist jetzt das Buch geeignet? Ist das geeignet jetzt auch für Betroffene oder für Menschen, die vielleicht eher auf der Seite der Therapeuten oder von der Helfenden sind oder allgemein zur Information? Wem würdest du jetzt das Buch empfehlen? Ja, ich würde das Buch wirklich empfehlen zur allgemeinen Information. Es sind zwei Sachen in dem Buch, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist informieren, Lebensbericht, reden über das, was in unserer Gesellschaft eben auch passiert. Und zwar wirklich, eben in der Gesellschaft eben auch passiert. Und zwar wirklich, eben wie ich gesagt habe, ich habe kein Blatt vors Maul genommen. Es ist, jeder muss es selber verantworten, wenn er das Buch liest, weil es hat also wirklich auch Sachen beschrieben, wo schwierig sind zum Verdauen, auch gerade für Betroffene. Das könnte auch Flashback auslösen. Das ist auch wirklich, hat viel Trigger drin, gerade für Betroffene. Also von dem her muss das auch gerade jeder eigentlich für sich selber entscheiden, ob er das möchte lesen oder kann lesen und wie schnell und so weiter. Es ist mir aber auch ein Anliegen in dem Buch, dass es, also ich wünsche mir auch, dass das Buch Mut macht, weil es zeigt einfach auch auf, dass es nicht unmöglich ist, aus so einer Gewaltspirale rauszukommen. Und von dem her ist es ein Buch, das sehr den Nerv trifft. Also man muss starke Nerven haben, um das zu lesen. Aber es ist auch ein Buch, das sehr, sehr ermutigend ist. Ja. Für die Leute ist das geeignet. Sehr schön. Es ist auf jeden Fall ein Beitrag, dass Licht in die Finsternis kommt. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du bist eine Lichtbringerin in dem Sinn. Und ich wünsche dir wirklich, dass das Licht auch in dem neuen Jahr jetzt dich begleitet und dir wirklich auch das aufzeigt, was Schritt für Schritt noch möglich ist, wo Gott für dich vorgesehen hat. Alles Gute, Chantal Frey. Danke vielmals für deinen Besuch. Danke vielmals, Corinne. Danke vielmals, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, und alle Informationen können Sie auch auf dem Sendehinweis entnehmen, auch wie man das Buch bestellen kann und wo es verfügbar ist.